Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. In dem Video hier machen wir eine Zeitreise. Wir sind in Quedlinburg am Nordrand vom Harz und schauen uns an, wie sieht Quedlinburg heute aus und wie sah es hier vor fast genau 25 Jahren aus. Dazu vergleichen wir aktuelle Aufnahmen mit welchen von 1994. Als Besucher von Quedlinburg steuert man auf jeden Fall den Marktplatz mit seinem Rathaus an. Das waren jetzt aktuelle Aufnahmen und jetzt ein paar Aufnahmen von 1994, also fast 25 Jahre alt. Zwischen 2011 und 2014 wurde der Marktplatz umgestaltet und bekam sein heutiges Aussehen. Ja, im Mittelpunkt steht hier das Rathaus, ein gotisches Gebäude. Das gilt als eines der ältesten Rathäuser in Mitteldeutschland. Ja, ein besonderes Kennzeichen vom Quedlinburger Rathaus, das ist diese efeubewachsene Fassade. Und dazu kommen noch die Blumenkästen an den Fenstern. Die waren wohl ursprünglich mal dafür da, dass da Kräuter drin gezüchtet wurden. Und die Kräuter, die sollten dann zur Luftverbesserung in den Amtsstuben dienen. Links neben dem Eingang, da steht die sogenannte Roland-Statue, Statue aus Buntsandstein. Ganz früher stand die Roland-Statue mal mitten auf dem Marktplatz. 2013 wurde sie restauriert. Da erhielt der Roland übrigens die neue Nase. Hier auf den alten Aufnahmen sieht man, da ist sie noch kaputt. Ja, Quedlinburg, das ist generell eine Stadt voll mit historischen Bauten. Es gilt als eines der größten Flächendenkmale in Deutschland. Es ist ein einzigartiges Gesamtkunstwerk. Kaum eine deutsche Stadt verfügt über so viel historischen Baubestand. Die historische Altstadt, die hat heute so kopfsteingepflasterte Straßen. Es gibt hier verwinkelte Gassen, es gibt kleine Plätze. Rund 2000 Fachwerkhäuser aus 8 Jahrhunderten stehen in Quedlinburg. Neben dem Quedlinburger Marktplatz, da geht es rein in diese Gasse hier, die heißt Schuhhof. Hier stand mal das Schuhmachergildehaus und daneben einzelne Wohnhäuser, hatten alle etwas mit Schuhmachern zu tun. Es ist für mich eine der schönsten Gassen hier überhaupt in Quedlinburg. Ja, und so sah der Schuhhof 1994 aus. Ja, durch diese Straßen hier in der Altstadt zu laufen, das lohnt sich ganz besonders. Vor allen Dingen vor 25 Jahren, da sah es hier noch ein bisschen anders aus. Vor allen Dingen die Straßen waren relativ kaputt, die Häuser übrigens auch. Und inzwischen ist das sehr schön restauriert worden. Ja, der Zustand der Altstadt vor 30 Jahren, der war mehr als bedenklich. Vor 25 Jahren, wo diese Aufnahmen hier entstanden, da hatte man mit den Restaurierungsarbeiten schon begonnen. In Quedlinburg, da gab es kaum Beschädigungen durch den Krieg. Doch der Verfall der Altstadthäuser konnte von der DDR nicht gestoppt werden. Es gab natürlich einzelne Versuche, Häuser zu erhalten. Es gab auch umfangreiche Restaurationsarbeiten, zum Beispiel an Gebäuden wie St. Wiperti. Aber bei 2000 Fachwerkhäusern, da war man dann doch leicht überfordert. In den 60er Jahren, da gab es sogar Pläne, die ganze historische Altstadt hier abzureißen. Stattdessen sollten hier sozialistische Plattenbauten entstehen. Das Ganze ist aber gescheitert, weil man nicht genug Geld hatte. Seit 1990 wurde dann hier in Quedlinburg zielstrebig restauriert. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl, das war der Erste, der helfen wollte. Im Januar 1990 hat er bei einem Besuch hier Soforthilfe zugesagt. Und er hat es auch gemacht. Noch im gleichen Jahr ging es hier an die Arbeit.
1994, also zu dem Zeitpunkt, als diese Aufnahmen hier entstanden, da wurden große Teile der Altstadt auf die Liste der Welterbestätten der UNESCO gesetzt. Ja, man hatte damals begonnen, in fast der ganzen Altstadt die Straßen neu zu machen. Damals wurde dieses schöne Kopfsteinpflaster hier gemacht. Davor waren die Straßen eigentlich kaum befahrbar. Wir sind jetzt hier am Fuß vom Quedlinburger Schlossberg. Das Haus, das heißt Finkenherd. Das ist der Legende nach die Stelle, wo man dem Sachsenherzog Heinrich gesagt hat, der war hier gerade beim Vogelfang, dass er König werden würde. Und so sah die Ecke hier vor 25 Jahren aus. Dieser Platz liegt jetzt gleich daneben, da liegt das sogenannte Klopstockhaus dran. Das ist das Geburtshaus des Dichters Klopstock. Das war einer der Begründer der klassischen deutschen Literatur. 1995 hat die Stadt begonnen mit der Gesamtsanierung des Gebäudes. 1999 wurde es als Klopstock-Museum dann wieder eröffnet. Und das war das Jahr, da feierte man den 275. Geburtstag des Dichters. Da war das Museum schon 100 Jahre alt. So, wir sind jetzt unten am Schlossberg angekommen, jetzt geht's rauf auf den Schlossberg und so sieht man von unten die Gebäude oben und so sah das vor 25 Jahren aus. Da oben auf dem Schlossberg, da liegt das Stift Quedlinburg. Das wurde 936 bereits errichtet. Was man sieht, die beiden Türme, das ist die romanische Stiftskirche St. Servatius. Das ist jetzt der Aufgang zum Schlossberg vor 25 Jahren. Ja, das ist ja eigentlich der Ursprung der Stadt Quedlinburg. Hier gab es ganz frühe Besiedlungen. König Heinrich I., der ließ hier Anfang des 10. Jahrhunderts eine Pfalz errichten. Später ist er dann eben hier oben in der Stiftskirche begraben worden. Das sind jetzt Aufnahmen vom Außenbereich der Stiftskirche von heute und von vor 25 Jahren. Hier oben, da gibt es eine Terrasse mit einem herrlichen Ausblick über Quedlinburg. So sah das vor 25 Jahren hier oben auf der Terrasse aus. Und danach kommen ein paar Bilder, wie es heute aussieht. So, das war dann meine kleine Zeitreise. Quedlinburg heute und vor 25 Jahren. Im Nachspann, da zeige ich euch noch ein paar Bilder vom Bahnhof der Brockenbahn von vor 25 Jahren. In diesem Sinn, tschüss.